Goedemorgens. Herzlich willkommen von dir an diesen Ostersommermorgens zu diesem Gottesdienst, den wir nicht kennen als Gemeinde aller Taub feiern, aber wollen dann trotzdem über diesen Weg uns aller Taub vereinigen in diesen Tag feiern und auch Gott loben und preisen. Und ich wünsche, dass die alle von uns können sein, dass ist wahrhaftig auferstanden. Wenn ich sagen, Christus ist auferstanden, dass die würden sagen, ja, ist wahrhaftig auferstanden. Jemand, die nicht Kinder taub, dass sie weiten, wo bedienen wird. Christus ist auferstanden. Ja, ist wahrhaftig auferstanden. Als sie frühest im Grab kam, dann sehen die Engel zu Ernd, was seht ihr die Lebende bei der Toten? Er ist nicht hier, er ist abgestoßen. So hat die Jünger gesagt, und so wieder ans Tag so dann andienen. Wir sind von der hier, um die Kraft von der Auferstehung zu feiern. Wir sind dankbar, dass Gott hat wirklich diesen Sieg gegeben und dass er hat Jesus Christus abgeweiht. Und dass Jesus selbst sagt, er hat mir das Gebot gegeben, dass ich mein Leben geben verjüngt, aber ich war das wahrnehmen. Und er hat das bewiesen, und das, wo wir irgendwie von dir hier sind. Und ich möchte uns anleiten mit einem Gebet zum Anfang und Frauen, dass wir können beten. Allmächtiger und gütiger Gott und Vater, durch die Auferstehung hast du gewesen, dass du den Tod, die Macht genommen hast, und das soll uns bewiesen sein bei dem Ende von dieser Welt, dass du das Leben gegeben hast. Dafür danke wir dir im Beten, die musst du uns reinmerken, die Botschaft, an die Ohren zu merken, zu hören, dass wir können wirklich im Glauben, in Unzweifel das annehmen, und dass wir möchten können, in das Osterlob mit anstimmen und Zeugen davon sein, dass Jesus Christus abgestanden ist. Ja, er ist wahrhaftig abgestanden. Ab der hoffen wir für diese Zeit, aber viel mehr für eine Ewigkeit. Herr, schenk uns Mut und Kraft, das zu glauben, das zu leben und auch in dieser Hoffnung ans Leben auf dieser Welt aufzuschließen. Das beten wir in Jesus Christus in Namen. Amen. Wir waren uns leider sehen am Anfang, an diesem Auferstehungstag. Und ich würde einen Bibelvers lesen, was in uns Leutbuben abgeschrieben ist, das heißt es steht. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. 1. Korinther 6,14. Auferstanden aus des Grabes Nacht. Auferstanden aus des Grabes Nacht. Jesus hat uns alles Licht gebracht. Freude bricht durch alle Dunkelheit. Jesus lebt in Ewigkeit. Und wir werden mit ihm leben. In der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde, das sind schon hier zu sein. Jesus lebt, hat am Kreuz gesiegt, jede Macht ihn bald zu Füßen liegt. Singen werden wir es alle Zeit, Jesus lebt in Ewigkeit, und wir werden mit ihm leben, in der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, Freunde, das sind schon hier zu sein.
ist es ja erlöst zu sein. Aller Glanz der Welt verliert den Schein. Er hat wunderbar auch uns befreit. Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben. In Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Was kann es noch Schöneres geben, als Freund im Herrn taub zu sein? Er ist erstanden, Halleluja. Ich lade auch an von Tüßen, jeder ein Kraft nicht mehr zu sein. Er ist erstanden, Halleluja. Freut euch und singet Halleluja. Denn unser Heiland hat triumphiert, hat seine Feind gefangen erführt. Lass uns Lob singen von unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünde ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Er war begraben 3 Tage lang, ihm sei auf ewig Lobpreis und Dank. Denn die Gewalt des Todes ist zerstört, selig es wer zu Jesus gehört. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünde ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. Seht, das Grab ist leer, wo er lag, er ist erstanden, wie er gesagt. Lass uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünde ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freut sich alles, was lebt. Was Gott geboten ist nun vollbracht, Christ hat das Leben wiedergebracht. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünde ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Er ist erstanden, hat uns befreit, dafür sei Dank und Lob alle Zeit. Uns kann nicht schaden, Sünde oder Tod, Christus versöhnt uns mit unserem Gott. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünde ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft.
Jesus, der auferstandene Herr, ist in eurer Mitte. Jesus, der auferstandene Herr, er ist unter euch. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus, der auferstandene Herr, führt euch seine Wege. Jesus, der auferstandene Herr, geht euch stets voran. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus, der auferstandene Herr, sendet seine Engel. Jesus, der auferstandene Herr, kämpft und siegt in euch. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Dat dit zo leeft, dat zit dreig niet zo. Dat zit zo, als wanneer het dood is. Maar wanneer we dat in de eer planten, wordt dat wachsen en op wat eine plant worden. Ein Leben von einer Plant ist in den Sud. Unsere biblische Geschichte, dat jetzt von der und auch von der Träg kommt zum Leben. Diese Geschichte finden wir in der Bibel und ist geschrieben von Johannes. Jesus sein Jünger wurde auch nur das leere Grab ran. Den Tag, als Jesus am Kreuz starb ab Mittag, wird auf einmal ganz düster. Der Sonne, der schien nicht mehr, in die Erde schert sich, und dann sehen die Soldaten, was da am Kreuz stehen, das ist wirklich Gottes Sehen. Sie waren an, dass Jesus nicht ein gewöhnlicher Mensch wird. Wie Menschen sind, aber Jesus wird auch schuldig. Jesus starb für die und für mich. In den zu Uwes drüben sie Jesus sein Körper in ein leeres Grab. Und die Dären waren geschlossen mit einem großen Stein. Und die Soldaten, die posten da ab. Ganz tidig zum Morgens, den ersten Tag in der Weg, ging Maria nach Jesus sein Grab. Dort wir all 3 Tage Luther, als Jesus gestorben wird. Als sie am Grab wird, sah sie, dass die Steine wir weggerollt. Dann ran sie nach Petrus und Johannes und sehr ernst, dass irgendwer hat Jesus in den Grab genommen und wir wollten nicht, wer das getan hat. Petrus und Johannes müssen dort selbst sein. Sie beide rannten nun Grab und dann sahen sie, der Lade lag es allein und dort wie wirklich Jesus wie wach. Sie gingen 3 in Gräblen, was da könnte passiert sein. Maria, sie bleibt beim Grab in Ruhe. Dann kamen da ein paar Engel und frühen Maria, warum ruhst du? Weil sie haben ihn Jesus weggenommen und ich weiß nicht, wo sie am Hand gelegt haben. Als sie das gesagt hat, dreht sie sich um und sagte ein Mann, und dort wie Jesus. Aber sie wusste dort nicht, dass das Jesus wird. Und dann frug Jesus warum ruhst du? Nur wem siegst du? Maria dachte, dort wir bloß der Mann, was du im Garten schaffen dort, und sagte Herr,
Wenn du Arm hast weggedreht, dann sei mir, wo die Arm hast hangelegt. Und dann sagt Jesus zu ihr, Maria. Und dort hielt sich Kraft von Jesus Nummer open dort. Und sie dreht sich und dreht die Augen und kijkt ab. Und wirklich, dort wie Jesus, lebt. Maria wird so froh. Jesus will gestorben, aber nu lebt Jesus sagt zu ihr, go und seht meine Jünger und sei an der gouden Nachricht. Maria, der ran, zum Jesus seine Jünger zu sehen. Und dann sagt sie zu ihm, ich habe Jesus gesehen, lebt. Jesus ist abgestoßen. Wort von einer großen Freude. So, nu gehen wir rein nach unserem Plan. Und ich will Ihnen eine Abgabe geben. Frag Ihre Mama oder Papa, ob sie Blumensud haben, oder irgendein anderes Sud, was die kann sagen, dann dort planten und geht dort mit Wutter. Im Bild dann war je eine schmacke Blumenplant haben. Und jedes Mal, wenn die diese schmacke Plant sein, dann denkt ihr an, was Jesus diese aus der Zeit für uns getan hat. Was er ist Kreuz gestorben, für mich in deinen Sinn, und dass er ist am 3. Tag abgestoßen. Und dort ist, woran wir aus den vielen Dauen von der. Dankeschön für Tauhorchen. On that awesome day when the earth grew dark and the rocks of the field split in two, when the Savior cried, it is finished, now I've done what I came here to do. On that day when the veil of the temple was ripped, every man could now enter in, while the heartbroken God had to turn away as the Son took on him our sins. Let the hills proclaim and the rocks cry out, the salvation of man has been won. Everything I need to make and keep me clean, I find it in Jesus alone. Sehr vielen Dank schön für die Leute, sehr vielen Dank schön für die Kindergeschichte. Möchte der Herr uns wirklich führen durch diesen Tag, wo wir besonders denken an dort, was passiert ist an den Ostermorgen, so dass wir uns in die Geschichte geführt haben und auch in etliche Leute. So, ich habe mein Thema von der gestellt, die Kraft von der Auferstehung, und wir können auch sagen, die Kraft in der Auferstehung. In Text möchte ich uns lesen, in Lukas 14, von 1 bis 12. Und da sagt es so: Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen
zum Grabe und trugen die Spezerei, die sie bereitet hatten, und etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein abgewälzt von dem Grabe und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Und da sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern, und sie erschraken und schlugen ihre Angesichter nieder zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenket daran, wie er euch sagte, da er noch in Galiläa war und sprach: Das Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder vom Grabe und verkündigten das alles den Elfen und den anderen allen. Es war aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Jakobus Mutter, und andere mit ihnen, die solches den Aposteln sagten. Und es deuchte sie ihre Worte eben und werden's Mehrlein, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah den Leinentüchern allein liegen und ging davon, und es nahm ihn Wunder, wie es zuginge. Aber so weit den Text aus Lukas. Wir haben ja die Geschichte in alle Evangelien beschrieben, das alle ein klein bisschen verschieden, aber hier haben wir das dann aus Lukas Evangelium. Ein Tag von guten Neuigkeiten. Von der aus unsere Welt bedeckt mit düsteren, mit schlechten Neuigkeiten. Die ganze Welt, alle Medien haben nicht gut zu sein. Die haben bloß schlechte zu sein. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen, die sich dort anladen, immer dort leben wollen, wo sie an Neuigkeiten hören, bedrückt, düster und deprimiert worden. Und das kriegt, was die Welt will. Geschwister, das, was die Welt will. Da wir sollen bedrückt, im Düsteren, deprimiert worden, krank worden und gestorben. Wenn es da sind, sehr wohlhabende Menschen auf dieser Welt, die die Kontrolle haben, und die haben all Jahren gesagt, ich weiß, dass ich las das zum ersten Mal von ungefähr, sind das nu so 11, 12 Jahre zurück, dann las ich einen Artikel, das sagt, dass diese Männer sagen, dass wir sind 2 Drittel zu viele Menschen auf der Welt. Und sie würden doch machen, was wir tun. Und Geschwister, in all diesem, wo wir von der Bahn lernen, ist eine sehr gute Nachricht. Jesus ist abgestanden. Da wird keine gute Nachricht geben, wenn das nicht so wäre. Wir als Christen würden nicht deprimieren, wenn wir nicht diesen Halt haben, da wir uns sich holen können an Jesus Christus. Von der ersten Tag, so sagt er, sind bloß Coronavirus. Das, was wir hören, trafen wir, sagen wir, da wird bloß von das geredet. Geschwister, ich will Ihnen von der anladen. Ich weiß nicht, Sie taub kommen oder nicht. Wir sollen ja nicht in großen Gruppen taub kommen. Aber wenn die taub kommen, wenn die mit Menschen treffen, da redet nicht von Coronavirus. Redet von, dass Jesus abgestanden ist. Dass er eine gute Nachricht ist. Man all das. Und die Nachricht wird uns Kraft geben. Also, so ich sage, das ist eine gute Nachricht und dort ist, Jesus lebt. Die Ereignisse bei der Kreuzigung wären noch dies da. So wir alle eine Kindergeschichte kicken deuten, ja. Da war dies da, das gab Erdbeben. Und da wir alle haben, was nicht natürlich wäre, aber so ist die Natur sich verhauen, das ändert sich. Wo wir, wenn es da passiert wird, wird die Menschheit von der noch nicht verstehen kann. Ja, wir haben die ganze Geschichte, wo Judas
Jesus verroeden deed, wo de proces voor Pilatus weer. Al die dingen, die hebben we door, en die schijnen dan zeer treurig. Wanneer we aan Karfreitag denken. En ook wanneer we aan dan den Tag dazwischen denken, wo diese Menschen hoffnungslos werden. Jesus sagt seine letzte Wort am Kreuz, stelle Freitag, den David sei kreuzig worden, wo er bloß sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Hoffnungslosigkeit von denen, die am Grab leben, aber auch die nu her am Grab kommen, die dreht sich auf einmal sehr. Diese Frühs wollen ihr letzten Liebesdienst und diesen Verstorbenen geben. Aber wenn sie da ankommen, dann stehen nur recht. Was sieht ihr die Lebende bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist abgestoßen. Diese Kraft, diese große Kraft, die habe ich von der noch 2000 Jahre later. Diese Kraft ist groß. Vers 32 sagt, sie fanden aber den Stein abgewälzt von den Grabe und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. In Matthäus 28, 2 finden wir dort, wo er das beschrieben hat, dass dort, wenn diese Frühs kommen, ja, dass dort ein Erdbeben und die Steine wurden weggerollt von dort Grab. Krijg nou veel grote Steine weer. Die moet dan ziemlich groot gewesen. Wenn ich sage, diese 3 Frühs beim Nomen, dann sage ich nach etliche anderen mit ihren Scheim, und sie wunderten, wo sie diesen Stein wurden wegkriegen. So, die muss dann groß gewesen. Aber Gott wusste damit. Das Stein wird sogar versiegelt. Das meint, der hat einen Stapel von Gesetz, das dürft keiner zweibrechen. Das dürft kein Mensch tun. Die werden Soldaten, die bewachten das Grab, während sie bedienen das all, wo das geben wurden, die Juden, die gingen sogar Frauen, dort wird bewacht worden. In Pilatus gefällt alles, wo sie eine Frauen. Da fingen wir Matthäus 27, Vers 60. Sie gingen hin und verwahrten das Grab mit Hüten und versiegelten den Stein. Also da wir nicht bloß von ungefähr das Grab wird teuermerkt, wird wie sein. Aber wenn sie früher kommen, wie Jesus sein Körper nicht durch. Wir leben von der einer Zeit, von großen Mächten, von großer Kraft. Wenn wir denken an Fahrzeuge, wo sie die Motors abtun und sehr viel Kraft nehmen. Und ich hier gestern so was, mehr was der Handen trägt für eine Gas, das proben dann, wo geht ihre Motors gehen. Maar dan zijn die gewoon. Flugzeuge. Sogar Raumschiffe, die door im Space fliegen. Wo so eine große Macht, so eine große Kraft hintersteht. Kriegsflugzeuge, die müssen zum Blitz fliegen. Und sie können abreden. Aber weet je wat? All diese Kraft ist nicht gegen Jesus seine Kraft. Das fehlt Kraft in Weiten von Menschen, Wissenschaftler, Forscher, die haben so viel Leute gefunden. Und die können sogar ein Virus merken und dann sind elektronisch evaluieren, so ist echt das Leib. Aber weet je was? Wir haben Kernkraft. Poder nuklear zijn we dort. Dat geht te nutzen, zum Guten und zum Schlechten. Aber die Kraft von der Auferstehung ist immer dort rein alle. Das ist eine Kraft zum Leben herzustellen. Sag mir mal, was kann Wissenschaft am Kirchhof tun? Wenn sie das können,
haben so lang einige Menschen, die sehr weise werden, sehr viel zu beigetragen haben, die Welt zu entwickeln, haben sich da lang zurückgeholt. Aber haben sich noch nicht ein einzigen zurückgeholt. Das braucht eine andere Kraft. Das ist die Kraft von den drei einigen Gott. Die Dreieinigkeit Gottes. Den nehmen wir teil an dieser Auferstehung. Wenn wir gucken, die sehen hat diese Kraft. Johannes 10, 17, 18 sagt es, darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht zu lassen und habe Macht wiederzunehmen. Sagt dann, das Gebot hat vom Vater gekriegt. Aber wenn wir an die Kraft von Vater denken, und wir in Epheser 1, durch die Verse von 18 bis 20 lesen, da sagt Paulus es das. Und erleuchtet die Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welches da sei die Hoffnung eurer Berufung und welcher sei der Reichtum seiner herrlichen Erbes bei seinen Heiligen und welche das sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel. En ook de Heilige Geist können wir sein, die Kraft vom Heiligen Geist, Römer 1, Feuer, und die Kraft und kräftig erwiesen als ein Sohn Gottes durch den Geist, der da heilig seit der Zeit, der er auferstanden ist von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Die Kraft von der Auferstehung, das übertrifft alle Macht, der jeden Segen kann auf dieser Welt. Das sage ich, durch ein Vers 4, aber all viel sehr bekämmert werden an dieser Sache, dann auf einmal stünde Engel in Sedentüren, weißt du was? Hat nicht Angst, aber sie mir der angesagt, aber ob ihr gehen, und dann fragt ihr das, was seht ihr sich hier? Und dann Vers 11 fingen wir, dann dachten sie, diese Jünger, will sie und doch vertalen, diese Frühes, sie dachten, da wie eine ausgedachte Geschichte, also ein Märchen. Und sie glaubten nicht. Und doch rannten einige in dem Grab. Diese Kraft, die Seelen raten kann, das ist eine unbegreifliche Gnade, die wir erfahren können. Und das gibt keine andere Hoffnung, die du geraten hast aus der Hoffnung von der Auferstehung. Paulus sagt in Korinther 15, von 13 bis 20, ist die Auferstehung der Toten nichts, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir werden aber auch erfunden als falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeugt hatten, er hatte Christum auferweckt, den er nicht auferweckt hatte. Denn wenn doch die Toten nicht auferstehen. Dann Vers 18. Denn so die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel und ihr seid noch immer in euren Sünden. Dann Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendendsten unter allen Menschen. Nun ist aber Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Heißt die Erstling. Also wir vertrauen nicht bloß auf diese, ihr auf diesen
auferstandenen Christen. Wir kicken wieder auch bei der Ewigkeit. Das, was Paulus hier will rüberbringen. Wenn wir bloß für nu würden darauf vertrauen, dann wir wie die elendeste Menschen. Aber er sagt, wir kicken ewig. Dies Christus hat die Kraft, uns zu raten. Sein Leben wird so perfekt, dass wir dort, was nötig wird, um uns loszukommen. Wenn es wir uns sind. Er wird da, dass er mit seinem Tod kann betonen, die Sünde von der ganzen Welt. Seine Auferstehung ist die Kraft, die der Brücken deed, um uns zu raten. Wat zie je de levende bij de doodje? Wir werden allemal geistlich dood. Als Adam und Eva im Garten Eden die Sünde beging, dann starben sie geistlich. Und sie brauchten einen Erlöser. Sie brauchten ein Opfer, um gerettet zu werden. Dat Opfer, wat Jesus gaf, wie genoeg verernt, für die und für mich. Jeder einer kann in Christus kommen und nie het Leben kriegen. Kein Fall ist zu schwer. Dit Angebot ist für alle Menschen. Ich weiß von der jetzt nie Lehrraum, dass er bloß gewisse Auserwählte sind. Aber die Bibel sagt sehr klar, dass es für alle Menschen. Sogar für den Schächer am Kreuz. Andere, was hat uns sein, der Mörder am Kreuz. Der du siehst, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Recht kommst. Jesus sagt zu ihm, von der noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das Mann. Er sagt, ich bin nicht schuldig, was ich hier am Kreuz betue. Aber gedenke an mich. Und er fängt Vergebung. Er fängt Radung. Hebräer 7, Vers 24 sagt, daher kann er auch selig machen, immer da, die durch ihn zu Gott kommen und lebt immer da und bittet für sie. Wisst ihr, Jesus kann uns selig machen. Gleich Abend habe ich nur Gott gekommen. Und er betet sogar doch für uns. Das hohe Priester, der uns sind wir, das hohe Priester, der sein Leben selbst gab, als Opfer, der ist gekommen, zum uns selig machen. Und er will das auch. Kommt in Glauben an Christus und fängt das Leben. Das ist, was die Auferstehung bedient hat. Dort das Leben ist. Leben für jedem. Leben für alle Menschen. Krijg nun, was die Welt ramen staat, was die Welt geben hat. Die kann uns Körper dood machen, yes. Jesus sagt, hat nicht Angst für die, die ihren Körper kann töten, aber Fürcht für den, der Leib und Seele kann ins Verderben schmieden. Wer wir Gott fürchten, wer wir Gott achten und wer wir uns Leben arm geben. Das sagt dann im Vers 2, Petrus überstund ab und ran um Graf und checkt an und er fängt bloß diese Decke, wo er mit angerollt wird, durch angelegt und er ging davor und er wundert sich bloß, wo kann das passieren? Das Petrus, der so versagt hat in seinem Leben, der Huhn hat am Denken, was er getan hat. Das Petrus, der Jesus in der Kraft am Wutter gegangen hat. Der will Jesus, der Apostel, rückscheiden, der hat böse Geister ausgedreven in diesem Namen, in den Namen Jesus Christus. Der wird nu vertwijfelt und wundert, wo soll es bloß gehen? Was soll es bloß alles bedienen? Warum? Weil es ging anders, als er vielleicht gedacht hat. Weet je, in deze Kraft
in ons levendig te maken. In deze kracht te leven, moet we angeplagt zijn. Laat me een Beispiel bringen. Wenn je een elektrische ding hebt, die wil naar brücken, wenn je den Draht nicht anplagen, wo vier ist, dann deed dat nicht. Dat blijft krachtse dood als eenmaal. De elektrische Strom, die moet in onze huizen angeknackt zijn, an onze barms angeknackt zijn, an onze fabrieken angeknackt zijn, wanneer we wel den Strom brücken. Wanneer we deze grote kracht, wat de Welt van der noch nicht erklären kann, von wo der elektrische Strom herkommt. Ja, wir weten, wir können Dreht wechseln, wir können mal einen Netztopf stellen, wir können auf den Drehen merken, oder wir können Sonnenpanels merken, und die Sonne scheint dann ab in das Jahr 4. Aber keiner weiß, wo ist diese Kraft? Wo ist diese große Kraft? Wenn Wolken sich riefen und der Blitz auf jeden abjagt, so eine Wohls, so eine große Kraft, was noch kein Mensch auf testen könnte. Wo kommt der her? Weil wir würden sagen, dass Gott angesagt. Aber diese Kraft hat er uns gegeben zum Brücken. Aber zum da wieder brücken können, muss wieder angeknackt sein. Das hält nicht. Wenn ich bei 115.000 Schalein besiegt wohne und habe kein Draht in mein Haus, dann will ich das nicht brücken. Aber ich muss wenigstens ein Apparat haben, wo das nimmt und umändert und so ich das brücken kann. Ich muss da angeschlossen sein. Diese Kraft von der Auferstehung, der ist für alle Menschen durch. Aber ich muss da angeknackt sein. Ich muss dann im Glauben sein, dass Petrus sagt, Herr, wenn du bist, dann sei mir, ich soll am Wutter kommen, und er deut. Und solange sein Jesus angeknackt und diese Kraft angeknackt bleibt, kann er gehen. Aber wenn er einmal auf die Welt checkt, und was wir von der Mess alle bloß tun, dann ging er unter. Geschwister, bleibt angeknackt an die Kraft von der Auferstehung. Wenn du versagt wirst, dann raub uit nur die Kraft von der Auferstehung. Falls du dich deprimiert, wenn all das, was die Hirschen, was daran die angeht, dann raubt die Kraft von der Auferstehung an. Falls du dich besiegt, falls du dich mutlos und zu sieht, dann raubt die Kraft von der Auferstehung auf. Weil wir diese Erlösung nicht mehr abschieben. Wo das alles bedient, weit wir nicht. Aber kann sein, dass das andient, dass wir nur den letzten Tag kommen. Und das ist klar, dass der Tag wird kommen. Aber wenn wir an die Kraft von der Auferstehung angeknackt sind, dann kommt nur das Leben, ein schönes Leben. Was viel besser ist, als das, was wir hier haben. Mocht das Leben ja Christus, der 2000 Jahre zurück, den Tod, den Satan besiegt hat, uns alle schützen. Mocht er uns in dieser Radung klar machen, und dass wir mochten wirklich voll Vertrauen durch ein Leben können. Diese Auferstehung, Kraft, ist möglich für alle. Ist durch für alle. So ist es von Petrus wieder, der versagt hat, nie Hoffnung finden können in diesem Jesus. Und Jesus in den Arm herkam und Frau fragt ihn, Petrus, bist du mir gut? Und Jesus kam von der an diesem Auferstehungstag nur die und fragt, bist du mir gut? Und wenn ja, dann sagt er, dann wird mein Schub. Das meint, dann arbeit für mich. Mocht der Herr uns das schenken, dass diese Auferstehungskraft in uns lebendig muss werden. Zum Schluss. Vertrau deine Erlösung den an,
die diese Kraft hat. Und sein Name ist Jesus Christus. Vertrau diese Kraft von Auferstehung und du wirst ewig mit Jesus leben. Wir beten. Blijf auch vor, wir danken dir, dass du bewiesen hast, dass das diese ihr nicht ist, was deine Kraft überschritten hat. Aber wir danken dir für viele Dinge, die auf dieser Welt sind, die wir genötigen können, die wir gebrochen können von unserem Leben. Aber Herr, schenk uns, dass wir niemals vergessen, dass deine Kraft über alles ist und dass deine Kraft uns raten kann. Herr, ich bete für alle Heime, wo Menschen von dir versammelt sind, um dein Wort zu hören, um mitzubeten, dass du uns begleiten und geben, dass sie können in dieser Kraft viel Frieden finden und dass sie können in dieser Kraft vorwärts gehen und niemals vergessen, dass Jesus ist abgestanden und auch wir wurden abstehen. In Jesu Namen. Amen. Zum Schluss werden wir uns noch ein Lied singen. Und dass wir hier dann eine Botschaft, Wort von der Macht, die Auferstehung hat in uns, sagt die Leute, rollt ab den Stein, Jesus lebt. So wo immer uns Hort steht, wenn wir sagen haben, wir brauchen bloß den Stein wegrollen und Jesus in uns Hort anluten, dann hat die Auferstehung in uns auch die Macht, wo wir von gehört haben. Ich lade dich an, mit zu singen. Ab den Stein, Jesus lebt, aus dem Tode sich der erhebt, Jesus lebt, das hielt ihn nicht, das Grab ist Nacht, denn der Lebensfrist misswankt des Todes Macht. Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. Sie gilt nur zu den Stein, Jesus mein Heiland, schließt treu den König ein, Jesus mein Herr. Rollt ab den Stein, Jesus lebt, aus dem Tode sich der erhebt, Jesus lebt, das hielt ihn nicht, das Grab ist Nacht, denn der Lebensfrist misswankt des Todes Macht. Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. Tod, gib dein Opfer hin, Jesus mein Heiland, dich auch bezwingt der Herr, Jesus mein Herr. Rollt ab den Stein, Jesus lebt, aus dem Tode sich der Herr erhebt, Jesus lebt, das hielt ihn nicht, das Grab ist Nacht, denn der Lebensfrist misswankt des Todes Macht. Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. Zum Schluss muss ich Ihnen sagen, dass du hast viel Trouble in der Rede vom Internet, dass das irgendwo inzwischen aufgegangen, aber es wird alle frisch geloot worden, sodass die dort nicht heran ganz kicken kann. Das dann sehr leid, aber scheinbar wie uns das Internet so sehr viel gebraucht wird, in gerade in dieser Zeit, wo wir alle sollen Haus bleiben, irgendwo
kriegt das System dort nicht an, dass das immer anbleibt. Und so, dass dann sagen Leute bei, jo, sieht an der Seite, wird frisch gelut worden, und dann kann ich dort nur herkicken. Noch einmal Erinnerung, morgen, wo wir nicht eine Sendung haben, morgen, wo wir nicht anhaben, besonders. Und dann noch eine Erinnerung an all die, wir sind sehr dankbar für die finanziell wir in die Gemeinde so in der Stadt haben. Und wir wollen einfach sagen, wir wollen von Montag bis Sinn und den Gang, da wir die Witte der Uphan, wenn irgendwer Freudigkeit hat, das sind Kosten, das sagt er bloß allgemeine Kasse, da kann ich Ihnen Mitteilung nennen, sodass die Gemeinde die noch die nötigen Dinge kann alle beschenken. So vielmal Dank schön für uns, für Potsdam von das, möchte der Herr uns segnen und er muss uns noch mit dem Sehen entluden. Der Gott des Lichtes und des Lebens strahle leuchtend auf und über uns. Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe und wärme unsere Herzen mit seiner Lebensglut, damit wir erkennen seine Güte und seine Barmherzigkeit, die überreich sind für jedem von uns. Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lahmt. Wenn wir es in dieser Zeit erfahren, dass vieles kommt, möge er uns aufschauen lassen und lasse uns seine Stimme hören, wo er ruft, ich will, dass du lebst. Das gewähre uns Gott, das für uns Licht ist am Tag und in der Nacht. Das gebe uns der Vater vom Himmel durch die Kraft der Auferstehung, die allein er hat. Im Namen Jesus. Amen. Der Herr segne euch und gebe euch eine gute Osternzeit. Amen.